Hallo meine lieben Zuschauer und meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute zeige ich euch ganz tolle und weiche Hefekronen. Diese Hefekronen gibt es im Supermarkt, im Backshop oder beim Bäcker das ganze Jahr über zu kaufen. Ich finde, man kann sie auch wunderbar zu Ostern backen. Wie auch immer, selbstgemacht schmecken sie natürlich am besten und das Rezept möchte ich heute gerne mit euch teilen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und hier sind die Zutaten, die für dieses Rezept benötigt werden. Als erstes mache ich natürlich meinen Hefeteig und ich habe schon vorab 200 Milliliter Milch lauwarm erhitzt. Die gebe ich jetzt in die Schüssel. Füge dann ein Päckchen Trockenhefe hinzu, das sind 7 Gramm. Ihr könnt aber auch ganz gerne 21 Gramm frische Hefe nehmen. Jetzt kommen noch 70 Gramm Zucker und ein Ei dazu. Man kann natürlich etwas mehr oder etwas weniger Zucker nehmen. Ich finde die Zuckermenge genau richtig, aber das ist ja alles Geschmackssache. Jetzt füge ich noch 500 Gramm Mehl, etwas Salz, ungefähr 2 Prisen und 50 Gramm weiche Butter hinzu und verarbeite alle Zutaten zu einem Teig. Ich habe mich diesmal entschieden, meinen Teig mit der Hand zu kneten. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, ob man meine Teige auch ohne Küchenmaschine machen kann. Natürlich geht das auch ohne. Ich habe meine Küchenmaschine auch noch nicht so lange und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher alle meine Teige nur mit der Hand gemacht und da ich sehr viel mit Mehl koche und backe, habe ich mir dann irgendwann diese Küchenmaschine gekauft, um meine Gelenke zu entlasten. Nach ungefähr 7 Minuten Knetzeit sieht der Teig dann so aus. Er ist sehr geschmeidig und klebt überhaupt nicht. Und man sollte wirklich kein zusätzliches Mehl verwenden, das wäre dann zu viel. Ich forme ihn jetzt zu einer schönen Kugel und lasse ihn 2 Stunden gehen. 1 Stunde Ruhezeit ist aber auch völlig ausreichend. 2 Stunden später sah er dann so aus. Er ist sehr gut aufgegangen, hat sich auch mehr als verdoppelt und jetzt werde ich ihn auch weiter verarbeiten. Ich gebe ihn auf die Arbeitsfläche ganz ohne Mehl, knete ihn dann nochmal durch und teile ihn dann in 6 Teile. Ich mache es einfach nach Augenmaß. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Teigstücke natürlich auch abwiegen. Es gibt 2 Möglichkeiten, um die Teigstücke zu Hefekronen zu flechten. Ich zeige euch alle beide. Bei der ersten Vorgehensweise rollt man jedes Teigstück sofort zu einem ca. 50 cm langen Strang aus. Die Enden legt man dann übereinander, so als ob man ein Tuch oder ein Schal binden würde. Jedes Ende wird dann um den Teigstrang herumgewickelt, mit dem anderen Ende verbunden und fest zusammengedrückt. Und dabei entsteht dann so eine schöne Hefekrone. Und bei der zweiten Vorgehensweise wird das Teigstück erst zu einem Fladen geformt. Der Fladen wird dann wie eine Biskuitrolle aufgerollt und alles andere ist dann wie bei der ersten Vorgehensweise. Dadurch sollen die Hefekronen luftig und fluffig werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie so und so sehr weich und fluffig. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, bei der zweiten Vorgehensweise lässt sich der Teig einfacher zu einem Strang ausrollen. Die fertigen Hefekronen lasse ich dann nochmal eine halbe Stunde gehen. Die sind nochmal ordentlich aufgegangen und können jetzt so langsam in den Backofen. Den Backofen heize ich auch schon mal vor und bestreiche meine Hefekronen mit einer Mischung aus einem Eigelb und einem Esslöffel Milch. Dann bestreue ich sie mit etwas Hagelzucker und dann werden sie bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 20 bis 25 Minuten gebacken. Meine Hefekronen habe ich 22 Minuten mit Umluft gebacken. Sie sind 5 cm hoch und haben einen Durchmesser von 14 cm. Ihr könnt auch natürlich 8 Stück backen, dann solltet ihr aber die Backzeit anpassen. Und so sehen sie dann aus, wenn sie fertig gebacken sind
und sie sind sehr luftig, sehr locker, sehr weich und sehr lecker. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben sehr freuen und möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und sage auch schon mal Tschüss. Bis dann!